Das passt in beide Richtungen. KI für Identity Security bedeutet natürlich, dass wir KI nutzen innerhalb des Produkts als intelligenten Assistenten, um Entscheidungen zu unterstützen. Und andererseits Identity Security für KI. Das heißt, wir schützen die Daten, die ein Agent nutzt, damit dann der Benutzer nicht auf Datenzugang hat, die er sonst nicht haben dürfte. Als ein Beispiel kann man, sage ich mal, nennen, wenn ich jetzt etwa einen Agenten nutze, der einen Mitarbeiter unterstützen soll. Der Agent soll ja nicht mehr Zugriffsrechte haben als der Benutzer selbst. Nicht, dass dann plötzlich der Mitarbeiter Zugang hat zu geheimen Informationen, wie zum Beispiel Informationen aus dem HR, Firmenstrategien oder den Finanzen. Um Benutzer zum Beispiel zu unterstützen, benutzen wir auch die Möglichkeit Agentic AI einzusetzen, beziehungsweise auch Conversational AI. Das heißt, dass der Benutzer, wenn er etwas tun möchte, eine Frage stellen kann in natürlicher Sprache und dann das System entweder die Sache bereits ausführt oder ihm Ratschläge gibt, wie er so etwas erreichen kann. Einerseits sehen wir relativ komplizierte Unternehmensstrukturen durch Merger Acquisitions und durch Divestments, dass dann relativ schnell neue Unternehmensteile dazukommen oder bestehende Unternehmensteile ausgelagert werden. Da muss es auch relativ schnell gehen, wenn wir Identities hinzufügen möchten oder Berechtigungen von neuen Systemen oder bestehenden Systemen dann anpassen müssen. Was wir konkret sehen, ist auch eine Komplexität bei den Anstellungsverhältnissen, insbesondere beim Gesundheitswesen. Da kann es sein, dass die gleiche Person bei mehreren Unternehmensteilen mehrere verschiedene Rollen hat. Und da wird es dann auch sehr schnell sehr kompliziert, irgendwelche Segregation of Duties aufrechtzuerhalten. Auch um zu schauen, auf welchem System habe ich überhaupt Zugriff, zu welchen Zeiten Zugriff, teilweise sogar tagesabhängig. So etwas abzubilden benötigt natürlich auch eine gewisse Flexibilität bei den Datenstrukturen und bei den Algorithmen, vor allem bei der Analyse von Policies. Das nächste Thema ist natürlich auch Finanzen. Was wir dort sehen bei Finanzhäusern und bei Versicherungen ist auch die souveräne Cloud. Denn man möchte unabhängig sein von vermeintlich befreundeten und verfeindeten Ländern und deren Geheimdiensten.